Ich bin Martin, ich bin 31 Jahre alt, ich wohne seit 10 Jahren im wunderschönen Leipzig und seit ungefähr 3 Jahren weiß ich, dass ich einen Gehirntumor mit mir herumtrage. Die Chance, dass man so einen Teil bekommt, ist unglaublich gering. Dennoch gibt es Leute, die sowas haben. Das macht mich teilweise auch fertig, weil ich will nicht Gehirntumor Martin sein, wo alle sagen, habt ihr gehört, der hat einen Tumor im Kopf. Das aus dem Kopf zu haben auf verschiedenen Ebenen. Ich kann nachvollziehen, dass das wichtig ist. Ich denke oft dran, dass du nach einer Operation vielleicht das Leben nicht mehr so genießen kannst, wie du es jetzt genießt. Um es jetzt mal so hochromantisch auszudrücken, habe ich natürlich Angst, dich zu verlieren. Bei jeder OP kann was schiefgehen und die Stelle ist halt kacke, das wissen wir alle. Sie haben gar keine Symptome. Wir wollen natürlich alles tun, dass es so bleibt. Man kann das nie 100% versprechen, aber wir wollen unser Bestes tun. Manchmal überkommt es mich einfach und dann muss ich auch mit den Tränen kämpfen und denke, ich habe gerade so eine Angst vor morgen. Die hilft natürlich nicht unbedingt, die Angst, so, aber die kann man ja nicht verhindern. Die muss man akzeptieren einfach. Der Tumor ist weg. Der Tumor ist weg. Und ich habe es geschafft. Es ist Tag 11 nach meiner OP. Ich bin zu Hause seit Dienstag, seit 6 Tagen jetzt. Und ich wollte eigentlich schon viel eher ein Video machen, aber ich habe es irgendwie nicht so richtig geschafft, weil ich ganz viele Ärztetermine hatte. Mir geht's eigentlich ganz gut. Ich habe kaum noch Schmerzen, so ein bisschen hier im Gesicht. Da ist so, da wo der Trigeminus, der Gesichtsnerv langläuft, da tut's ab und zu mal weh, was ich einfach auf den Nerv schiebe, der sich jetzt erholen muss. Es gibt eine Sache, die richtig hart nervig ist, das ist dieses Wasser im Ohr. Es ist wie bei so einer krassen Erkältung, dass man da irgendwie so nichts hört und es knackt ständig, es ist unglaublich viel Druck drauf und es fühlt sich einfach unangenehm an. Und alle sind sich irgendwie so mehr oder weniger einig, dass man das abwarten muss, dass das eine Zeit braucht. Und solange kein Wasser aus meiner Nase rausläuft, ist alles gut. Das versuche ich so ein bisschen anzunehmen. Es fällt mir recht schwer. Ich weiß gar nicht warum, aber es ist, ich habe einfach gerade so viel Zeit, mir darüber den Kopf zu machen. Und das vergisst man dann, glaube ich, immer. Man denkt, die OP ist durch und dann wird es schon. Aber es ist echt so viel, was man jetzt beachten muss. Positiv bleiben ist wohl jetzt angesagt. Mir war schon klar, dass nach der OP nicht gleich alles wieder komplett cool sein wird. Aber dass es mir so schwerfällt, nicht die Geduld zu verlieren, überrascht mich schon ein bisschen. Aber es nützt ja nichts. Ich verbringe die nächsten Wochen mit langen Spaziergängen, mit Musik hören, Freunde treffen, chillen. Ich achte auf mich, versuche meinem Körper Zeit zu geben und entspannt zu bleiben. Das Gute ist, meine Narbe heilt wahnsinnig schnell und ist auch bald schon kaum noch zu sehen. Meine OP ist jetzt genau 8 Wochen her und ich fühle mich, wider erwarten, eigentlich richtig gut. Ich habe keine Schmerzen, ich habe keine Defizite. Ich bin auch nicht mehr so schläfrig wie am Anfang. Ich merke schon nach wie vor so ein komisches Gefühl im Ohr. Also es ist nicht mehr so dumpf und taub, wie es am Anfang war. Das heißt, das Wasser ist zum Großteil wahrscheinlich weg. Aber es ist immer noch so, dass es ab und zu mal gluckert und klickert und kracht, wie als würde diese Belüftung quasi noch nicht so richtig funktionieren. Und das ist definitiv etwas, was man im Auge behalten sollte. Und dann war das alles in allem, jetzt so im Nachhinein betrachtet, einfacher, als ich dachte. Es gibt noch so eine kleine Sache, Corona. Corona ist da. Und das heißt, ich bin quasi von dem einen, bitte bleib zu Hause und ruh dich aus, zu dem anderen, bitte bleib zu Hause, geschlittert. Und keine Ahnung, wie das weitergeht, keine Ahnung, wie lange das dauert, keine Ahnung, was jetzt passiert. Die Welt steht still, es ist verrückt. Aber ich bin eigentlich ganz entspannt. Ich meine, ich hatte schon eine Gehirn-OP dieses Jahr. Was soll passieren? Dass mein Ohr nach 2 Monaten immer noch gluckert, ist aber wohl doch nicht ganz so normal, wie ich gehofft hatte. Das Vorgespräch mit Professor Schröder für mein erstes Kontroll-MRT war, ich sag mal so, nicht ganz so geil. Eigentlich sollte das schon lang okay sein. Unter Umständen ist da also tatsächlich ein Leck und das wäre richtig doof. Die letzten Tage hatte ich dann direkt wieder Symptome.
Leichte taube Stellen im Gesicht, Kopfschmerzen, die Psyche ist direkt am Start. Ob das vor den MRT-Kontrollen jetzt immer so ist? Ich hoffe nicht. Ich bin zurück vom MRT. Es hat ewig gedauert. Die haben das komplette Hirntumorprogramm nochmal abgefahren, inklusive Kontrastmittel und allem. Ich habe eigentlich gedacht, es geht ein bisschen schneller, weil wir müssen ja noch gucken, wie es aussieht. Aber die Ärztin meinte, wir gucken nochmal komplett alle Ecken, überall, um halt sicherzustellen, dass da nichts ist. Und wenn da was ist, dass wir das auch finden. Und ja. Ich habe die Bilder jetzt zu Herrn Professor Dr. Schröder geschickt, nach Greifswald, warte gespannt auf seine Nachricht. Ich bin nicht nur gespannt, ich bin angespannt und nervös, weil ja, es könnte ja sein, da ist noch was und da muss noch was gemacht werden. Es ist Montagabend. Ich habe jetzt 4 Tage gewartet auf eine Antwort von Professor Schröder und heute Nachmittag hat er mich angerufen. Und ja, wie zu erwarten war, ist tatsächlich noch etwas Wasser an der Stelle, wo auch nach der OP Wasser war. Und es ist nicht mehr ganz so viel, wie es war, aber er geht davon aus, dass das hätte eigentlich nicht mehr da sein dürfen und dass es eigentlich schon weg sein sollte und deswegen wahrscheinlich da ein Leck ist. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir jetzt noch 4 Wochen abwarten, weil es halt recht wenig Wasser ist und es auch sein kann, dass sich dieses Leck irgendwann einfach von selbst verschließt. Aber so zwischen den Zeilen habe ich schon das Gefühl gehabt, dass es eher so darauf hingeht, dass nochmal operiert werden muss. Wie geht's mir damit? Ziemlich beschissen. Es lief alles ziemlich gut und auch wenn ich so ein bisschen immer im Hinterkopf hatte, dass das passieren kann und ich habe es ja auch gemerkt, dass das immer noch gluckert im Ohr, aber es ist trotzdem scheiße. Das ist genau das, was ich nicht wollte, dass die jetzt sagen, da ist noch was und wir müssen noch mal gucken und eventuell müssen wir noch mal ran. Es macht so ein bisschen die letzten Wochen kaputt. Es lief eigentlich so gut, ich habe mich so gut gefühlt und jetzt das wieder. Ist nicht so geil. Dazu kommt noch, dass ich nächste Woche eigentlich segeln fahren will mit Lars, Carsten und noch einem Freund von uns. Und das stand jetzt ewig auf der Kippe, auch wegen Corona. Und wir haben jetzt das Go bekommen. Und jetzt ist auf einmal die Nachricht, dass ich eventuell ein Leck in der Hirnhaut habe oder so. Professor Schröder hat gesagt, ich soll es trotzdem auf jeden Fall durchziehen. Und wenn es mir halt schlecht geht, wenn mir übel wird oder ich Fieber bekomme, dann muss ich halt relativ schnell ins Krankenhaus. Was auf dem Wasser jetzt auch nicht unbedingt so einfach ist. Aber ich habe jetzt ewig hin und her überlegt, ob ich jetzt wirklich fahren soll oder nicht. Aber ich habe mich dafür entschieden, weil ich habe immer gedacht, du musst bis dahin wieder fit werden. Das wirst du auf jeden Fall mitnehmen. Und dazu kommt noch, dass wir jetzt halt 2-3 Monate Corona-Lockdown hatten. Und ich habe einfach richtig Bock, aufs Meer zu fahren und auf diesem Schiff zu sein. Und ja, ich bleibe bei dieser Entscheidung. Und ganz ehrlich, auch wenn ich nicht so komplett abschalten kann wie sonst, auf dem Schiff sein mit guten Leuten, Sonne, Meer und frischer Luft, das war die beste Entscheidung seit langem. Ich muss mich zwar beim Segelsetzen und Taue ziehen noch dolle zurückhalten, aber das ist nicht so schlimm. Ich hab's geschafft und bin trotz Gehirntumor und OP, trotz Corona und trotz der komischen Nachricht, dass es eventuell ein Leck geben könnte, auf dem Schiff. Ich glaube, ich fühle mich seit langer Zeit mal wieder völlig normal. Als wäre das alles schon ewig zurück oder gar nicht passiert. Ein Gefühl, an das ich mich gewöhnen könnte und an das ich mich gewöhnen will. So, es ist ziemlich genau 6 Monate nach meiner OP und mir geht es ziemlich gut. Das Wasser in meinem Ohr hat sich gefühlt zumindest komplett aufgelöst. Da ist kein Gluckern mehr, kein Druck, kein Knacken. Was aber sich herausgestellt hat, als man die letzten OP-Bilder dann, die MRT-Bilder nochmal in Ruhe angeguckt hat, war, dass doch tatsächlich ein kleiner Rest des Tumors noch drin ist. Und
war genau an der Stelle, wo auch Professor Schröder sich nicht sicher war, ob er da alles rausbekommen hat. Und das ist natürlich was ich nicht unbedingt hören wollte, weil ich schon gedacht habe, dass es nach der ganzen Nummer jetzt auch durch ist und nicht nochmal durchlebt werden muss. Ich versuche mich davon nicht so krass runterkriegen zu lassen, weil es kann natürlich sein, dass es in 10, 15 oder 20 Jahren wieder zurückgewachsen ist zu einer Größe, die es mal hatte oder zu einer Größe, die dann wieder Probleme macht und es dann nochmal operiert werden muss. Ich muss jetzt einmal im Jahr kontrollieren, es wird mich halt den Rest meines Lebens begleiten, es ist mein Päckchen, aber ich muss versuchen, das nicht so nah an mich ranzulassen. Das gelingt an manchen Tagen besser, an manchen nicht so gut, aber ich habe ein gutes, starkes Umfeld und einen guten Blick nach vorne. Von daher wird das schon. Ich glaube, die letzten 6, 8, 12, 24 Monate, seit mich das Ding beschäftigt hat, hätte ich nicht so gut überstanden und so gut durchlebt, wenn meine Freunde nicht gewesen wären. Und da geht es um alle, die mich irgendwie auf diesem Weg begleitet haben, alle, die gefragt haben, was ist und ob sie was tun können. Aber vor allem natürlich die 5, die auch hier in dieser Serie stattgefunden haben. Und es ist gut zu fühlen und zu wissen, dass man so tolle, krasse Leute in seinem Leben hat. Susi, Sophia, Lars, Carsten und André waren die 5 Menschen, die mir in dieser Zeit am nächsten standen, mich gestützt und selbst auch mitgefiebert haben. Die Zeit vor der OP, das war sehr aufregend. Die OP an sich, da habe ich immer aufs Telefon geguckt und habe auf eine Nachricht von Susi gewartet. Ich habe mir einen Wecker gestellt, wann die OP anfangen sollte, dass ich dann immer mal an mich denke, so ein bisschen Kraft schicke. Ich kann mich an jede einzelne Stunde eigentlich erinnern, als wäre die Welt angehalten worden irgendwie, weil ich ja nur gewartet habe. Ich wusste morgens irgendwie mit dem Wachwerden, so heute ist der Tag, Martin wird der Kopf aufgebohrt. Und ich habe volles Vertrauen, es wird alles cool werden, aber ich weiß, ich saß auch auf der Arbeit und sobald ich irgendwie aus der Konzentration von der Arbeit raus war so, oh, Handy, Alter, nee, ist noch zu früh. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass ich dann irgendwie so drauf gewartet habe, auf eine Nachricht. So. Als ich dann wusste, wo du bist und dass alles gut gegangen ist, dann fiel auch einiges von mir ab und dann war ich eigentlich nur müde. Und dann schrieb Susi irgendwann, dann schickte sie dieses relativ krasse Foto von der Intensiv, irgendwie Martin oben ohne, aber... Das war schon eine gute Nachricht erstmal. Ja. Ja, erleichtert schon ein bisschen, weil ja, das ist halt schon eine OP gewesen. Und dann auch von dir die Nachricht, dass du halt irgendwie mit 3 Leuten gesprochen hast und dann musstest du dich erstmal übergeben. Ja. Ich glaube so richtig, als ich gedacht habe, alles klar, Martin ist voll drüber, war, als wir auf diesem Segelschiff waren und du irgendwie angesagt hast, ich muss mich schonen, der Arzt sagt, ich muss mich schonen. Und dann hing er wie ein Derwisch an diesen Seilen und ging übelst ab so. Ich glaube, als wir im Garten viel losgelegt haben, da habe ich mir auch gar nicht mehr so die Gedanken drum gemacht. Ich glaube nicht, dass du viel an Leichtigkeit verloren hast dadurch, vielleicht sogar eher ein Stück gewonnen. All die Dinge, die ich bewundernswert oder besonders an dir finde, sind alle noch da. Genauso wie vorher auch. Du bist immer noch der verspielte Martin und der lass mal noch zum Späti gehen so, aber ich glaube, es gibt eine andere Ernsthaftigkeit dabei. So ein bewussteres Rangehen irgendwie an das Leben irgendwie. Also nicht einfach die Umstände dich verändern wollen, sondern dass du auch verändern willst halt so. Ja, ein Abschluss ist es ja an sich nicht, aber es ist ja nur, ja, es ist eine Reise, die weitergeht im Grunde. Und na klar, das macht ihn halt nachdenklich. Man hat uns ja auch nachdenklich gemacht, was manchmal ist, was wäre, wenn. Als wir in Greifswald auf dem Sofa saßen und die Bilder durch dieses kleine Loch in deinem Kopf angeguckt haben, ich dachte, so ein Hirnchirurg, also ein Neurochirurg ist auch eigentlich eine ganz simple Nummer. Also ich fand es total geil. Wir sehen ja diesen Mini-Staubsauger so und das Gute bleibt und das Schlechte sauge ich weg. So. Und dann muss ich halt auskennen und eine ruhige Hand haben. Zumindest im Ansatz so eine Form von bedingungsloser Liebe zu empfinden und
Einfach zu wissen, ich will das und ich will für diesen Menschen da sein und ich empfinde sogar noch was Gutes dabei. Das hat für mich jetzt noch mehr an dich ranrücken lassen. Ich weiß, dass die Geschichte, die ich hier jetzt erzählt habe, meine ganz individuelle ist. Und mir ist bewusst, dass es Fälle gibt, auch nicht wenig, wo das viel, viel schlimmer ist und wo viel, viel mehr Risiko besteht und wo vielleicht auch nach einer OP das Resultat nicht so ist wie bei mir. Ich glaube, ich habe wirklich großes Glück gehabt. Zum einen, dass ich das relativ zeitig entdeckt habe, zum anderen aber auch, weil ich einfach ein krasses medizinisches Team gefunden habe um Professor Dr. Schröder. Ich möchte aber, und das war auch das Anliegen, warum ich das hier eigentlich gemacht habe, sagen, dass es sich immer lohnt, egal was auftaucht und egal was es ist. Es lohnt sich immer nach vorn zu gucken, es lohnt sich immer zu kämpfen, es lohnt immer optimistisch zu bleiben und daran zu glauben, dass es irgendwie gut wird. Ich hoffe, dass vielleicht einige, die Ähnliches durchleben müssen, sehen, dass Ängste völlig okay sind und dass es auch okay ist, darüber zu reden und dass es einfach scheiße ist, wenn man in so eine Situation gerät. Ich habe ganz lange überlegt, wie ich diesen Film jetzt beende, beziehungsweise diese Serie, und mir ist nicht so richtig eine Idee gekommen. Und dann habe ich gedacht, ich mache es einfach genauso, wie man sich bei mir oder von mir im Krankenhaus verabschiedet hat. Nämlich mit den Worten, hoffen wir mal, dass wir uns unter den Umständen nicht nochmal wiedersehen müssen. Ich finde, das ist ein toller Satz irgendwie. Und der beschreibt ganz gut, was ich auch so fühle. Ich möchte mich bedanken bei allen, die zugeschaut haben, bei allen, die mitgemacht haben, mir geholfen haben, das Projekt hier umzusetzen, bei all meinen Freunden. Und ja, das war meine Geschichte.